Servus zurück oder Servus, falls du neu hier auf dem Kanal bist. Falls du Motivation fürs Develop-Hobby suchst, ist das hier vielleicht genau das richtige Video für dich, denn ich will hier mit diesem Video eine neue Serie starten, beziehungsweise ein bisschen auf was Älteres von früher auf dem Kanal zurückkommen, und zwar ein Hobby-Update beziehungsweise einen Hobby-Fortschritt, um mich persönlich ganz einfach auch selbst zu motivieren und mir eben die Gewohnheit zu machen, wieder regelmäßig etwas im Tabletop-Hobby fertigzustellen, umzusetzen und möglicherweise auch zu spielen. Und ich möchte das Ganze eben hier in Videoform ein bisschen dokumentieren, zeigen, was ich so mache, sowohl in Bezug auf Zusammenbau, Bemalung, vielleicht auch Armeelistenzusammenstellungen, wenn ich mir eben so Sachen überlege. Und hier komme ich jetzt gleich mal zu den aktuellen Dingen, die derzeit bei mir los sind, um gleich ins Thema zu kommen. Das ist einmal das Thema Karnevale. Da habe ich tatsächlich vorgestern am letzten Wochenende ein Spiel gemacht, wieder nach längerer Zeit, glücklicherweise auch gewonnen. Aber Karneval ist eben ein Spiel, das mir sehr gut gefällt. Und deswegen will ich da einfach ein bisschen was weitermachen. Ich habe hier einerseits meine Doctors und andererseits aber auch die Strigoi, von denen aber noch gar nichts gebaut ist. Ich habe aber schon ein paar Boxen davon hier. Ziel ist es hier, mich einfach ein bisschen mit dem Regelsystem zu beschäftigen und auch das ein oder andere Modell fertigzustellen, weil als Skirmish Tabletop lässt sich hier natürlich sehr, sehr schnell etwas Neues zusammenbauen und eine Bande fertigstellen. Das ist ein bisschen so das Ziel, dass ich für die nächsten Monate, falls ich dann demnächst wieder mal zu Spielen kommen sollte, vielleicht die Strigoi fertig habe, um auch mal eine andere Gang ins Feld zu führen. Und wie gesagt, ganz einfach, weil mir von den Skirmish Tabletops, die ich so kenne, auch hier Karnevale fast am besten gefällt. Natürlich auch gibt es andere, die hier auch auf dem Kanal schon behandelt worden sind, die mir auch sehr gut gefallen. Aber eben, was ich hier einfach interessant finde, ist diese recht einfache Thematik mit den Regeln. Wir haben, wie gesagt, jetzt am letzten Wochenende wieder ein Spiel gemacht, nach über einem halben Jahr, einem guten Dreivierteljahr Pause. Und es war überhaupt kein Problem, die Regeln sofort wieder zu verstehen. Hier und da gewisse Spezialregeln, Sonderregeln mussten nachgeschlagen werden. Aber alles in allem ist trotz so einer langen Pause das Spiel flüssig abgelaufen und man ist gleich wieder nach eigentlich der ersten Spielrunde reingekommen und wusste schon wieder, wie alles so ungefähr gut funktioniert und konnte ein flüssiges und schönes Spiel runterbringen. Und deswegen, wie gesagt, möchte ich mich hier in Zukunft jetzt ein bisschen auch wieder darauf konzentrieren, hier weitere Modelle oder vielleicht eine komplett neue Gang zusammenzubauen und auch zu bemalen. Das nächste Thema, was auch schon häufiger bei mir auf dem Kanal aufgekommen ist über die Jahre und auch wieder jetzt aktuell ist, und ein zweites Thema, das damit in Verbindung steht und auch ein bisschen aktuell war in der Vergangenheit jetzt, wenn ihr die letzten paar Videos angeschaut habt, dann war das eben einmal Flames of War. Hier habe ich vor, meine Italiener aufzubauen. Die werden wir uns auch in einem Moment hier dann anschauen, wie hier der aktuelle Stand ist. Da bekommt ihr gleich dann mal ein Update dazu, was diese Armee betrifft. Auf alle Fälle Flames of War. Mir gefällt einfach dieses Spielsystem und eben der Umstand, dass man hier doch mal vernünftige Infanterie hat in Bezug darauf, dass die mal was aushält. Und hier haben grundsätzlich alle Infanterie-Stances mal grundsätzlich von Haus aus einen 3+ Rüstungswurf und halten dementsprechend viel aus. Wie gesagt, schauen wir uns da gleich an, was der aktuelle Stand meiner Italiener für Nordafrika ist. Und dann, wie gesagt, damit verbunden das Thema Team Yankee. Beides grundsätzlich Spielsysteme, die ich tatsächlich über Jahre früher komplett ignoriert habe, vor allem Flames of War, hat auch mit dem Hintergrund zu tun. Mittlerweile interessiere ich mich dafür aber sehr viel stärker und habe für mich gefunden, dass eben das Spielsystem und die Beschäftigung damit mir hier sehr schöne Einblicke teilweise gibt, weil ich mich dadurch interessiert sehe, mir einfach Sachen anzuschauen in diesem Zusammenhang, die ich eben bisher komplett aus historischer Sicht ignoriert habe, und daher eben Flames of War. Und Team Yankee ist eigentlich
recht ähnlich aufgebaut, verwendet ja das gleiche Grundregelsystem. Man hat hier noch ein paar andere Regeln für eben Flieger, glaube ich, funktionieren hier ein bisschen anders, aber vor allem eben Hubschrauber, die es eben hier überhaupt nicht gibt, eben Helikopter sind in Team Yankee vorhanden und natürlich auch ein anderes Setting. Und da es dann doch irgendwie zwar in einer zeitlichen Abfolge später quasi stattfindet als jetzt der Flames of War, aber dann trotzdem eine fiktive Zeitlinie ist, kann ich damit eigentlich durchaus ein bisschen mehr auch anfangen und finde es da auch gar kein Problem, mir hier Sachen anzusehen, beziehungsweise Spiele, die man eben auch gegeneinander spielen kann in Bezug auf, ich habe kein Problem damit, von mir als Amerikaner gegen Westdeutsche zu spielen, wohingegen ich bei Flames of War sagen muss, dann sollte es für mich persönlich schon eher in die historische Richtung gehen. Da habe ich persönlich kein wirkliches so starkes Interesse daran, jetzt zum Beispiel Briten gegen Amerikaner zu spielen. Aber das ist persönliche Präferenz und Turniere spiele ich sowieso nicht wirklich, wo das Ganze eben vielleicht eher auftauchen würde. Aber jetzt eben beim Thema Team Yankee habe ich mich in den vergangenen Wochen etwas mehr damit beschäftigt und überlege gerade, was ich hier aufbauen möchte. Denn ich habe schon seit Jahren die Warschau Pakt Starter-Sets beide zu Hause plus eben das Regelbuch dazu und weitere Einheiten. Aber es fehlen hier halt noch ein oder zwei weitere Sachen, die aktuell nicht verfügbar sind. Das macht es natürlich recht schwierig, die Armee fertigzustellen. Und zum anderen ist es nicht so für den Anfang sonderlich motivierend, wenn man so viele Modelle zusammenbauen und bemalen muss, weil die eben so günstig sind. Daher meine Überlegung, hier in Richtung der Amerikaner zu gehen, die wesentlich weniger Figuren besitzen, und davon habe ich auch schon das Buch hier, plus eine Starterforce, oder eben das Ganze auch zu kombinieren oder als eigene Armee aufzubauen, eben die gerade erschienenen Israelis. Würde mich interessieren, aber ist halt dann wieder ein bisschen das Thema mit der Konfliktzone, wo ich mir dann denke, okay, da habe ich dann auch niemanden, der sich dafür aktuell interessiert, von dem ich zumindest weiß, sondern ich würde dann eher gegen Westdeutsche auch spielen, und da ist es dann doch vielleicht ein bisschen interessanter, entweder den Warschauer Pakt wirklich aufzubauen oder im Vergleich dazu eben eher die Amerikaner. Aber das wird sich noch zeigen, da könnt ihr auch gerne schreiben, was euch da interessieren würde. Hier jetzt also mal ein Überblick über die aktuelle Armee der Italiener, die ich derzeit dabei bin aufzubauen. Die Modelle, die ihr hier seht, habe ich alle schon ein bisschen länger, und an und für sich gebaut sind auch noch ein paar mehr Dinge. Von den 88 mm Geschützen hinten habe ich nicht nur eine, sondern 4 gebaut, aber für die aktuelle 100-Punkte-Liste, die ich mir hier jetzt neu zusammengestellt habe, die werde ich euch jetzt auch hier einblenden, falls ich die hier irgendwie reinbekomme, damit ihr das auch mal sehen könnt, wie das listentechnisch ausschaut. Im Endeffekt ist es eine 100-Punkte-Liste, so wie sie hier steht, noch nicht ganz komplett fertig. Das werde ich euch aber gleich sagen. Im Endeffekt, ich habe hier 2 Tank Formations, die an und für sich im ersten Moment komplett aufgebaut sind. Dafür ist aber noch ein bisschen Arbeit nötig. Die linke Formation ist eben korrekt mit einem M1441 im HQ hier vorne. Dann 2 Platoons mit jeweils 3 M1441 und einmal Semovente. Alles innerhalb des Platoons. Und auf der rechten Seite das Ganze noch einmal. Die Panzer habe ich dafür, wie man sieht, aber hier sind eben 2 Semovente-Platoons dabei. Das wird sich noch ändern müssen. Da habe ich auch bereits noch die alten Sprues hier, um die Turrets zusammenzubauen für die M1441. Denn hier ist es eben so, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, ein Beispiel nehmen, die sind so gestaltet, dass man hier beide Varianten der Panzer bauen kann mit demselben Gussrahmen und das Ganze dann auch austauschen kann. Und hier muss ich in weiterer Folge 3 Türme noch bauen, um 3 von den Semoventes auf der rechten Seite auszutauschen, um zweimal eben, wie gesagt, das gleiche Platoon spielen zu können, beziehungsweise die gleiche Formation spielen zu können, weil es sich sonst punktetechnisch anders nicht ausgeht. Im Support dazu habe ich dann eben
4 Haubitzen hinten und ein 88 mm Geschütz. Dann noch die Semovente Long, die eben eine höhere Firepower haben, die ein bisschen mehr Schaden austeilen können mit höherem Anti-Tank. Dazu dann noch eben ein Observer für die Artillerie und ein Recce Platoon. Gleiche Fahrzeuge quasi wie der Observer, und damit kann ich mit Spearhead eben dann meine Deployment Zone ein bisschen vergrößern. Das ist das, was eben hier aktuell bisher gebaut ist. Und wie gesagt, wird es hier zum einen jetzt mal darum gehen, diese 3 Türme nachzubauen, um eben dieses Platoon auszutauschen, diese 3 Semovente gegen 3 M1441, weil es sich punktetechnisch eben leider nicht anders ausgeht. Und wie man noch sieht, auch die Artillerie bzw. das Geschütz haben noch keine Figuren drauf. Auch die sollen hier in nächster Zeit mal draufgeklebt werden. Vielleicht mache ich das gleich heute Abend. Dann ist zu dem Zeitpunkt, wo das Video online geht, das Ganze auch schon fertig. Dann gibt das Ganze schon ein bisschen mehr her auf dem Spielfeld. Und sobald es ein bisschen wärmer wird, kann ich mich mit der Bemalung beschäftigen. Das war jetzt aber noch nicht alles. Eine Kleinigkeit kommt hier noch dazu. Und zwar die Infanterie, die ihr hier jetzt seht. Ich habe hier noch ein Rifle Platoon zusammengebaut. Die habe ich schon seit einer ganzen Weile zu Hause. Ich habe die Gott sei Dank vor einer Zeit mal bekommen. Die sind ja schon ein ganzes Weilchen quasi ausverkauft gewesen. Ich habe sie aber Gott sei Dank nochmal gefunden und habe hier jetzt ein einzelnes Platoon mal zusammengebaut. Sind nur diese 5 Bases. Aber ich wollte unbedingt auch Infanterie dabei haben, und diese werden eben auch im Support gespielt. Also quasi sieht die vollständige Armee dann so aus: 2 Tank-Platoons, die identisch sind hier links und rechts, dann ein Infanterie-Platoon, 3 Semovente Long, eine Artilleriebatterie, die für ein 88 mm Geschütz, das Recce Platoon und der Observer. Das wäre dann die vollständige aktuelle 100-Punkte-Liste, und in Zukunft kann ich von dort eben noch weiter ausbauen, weil ich eben hier bei der Infanterie noch ein weiteres zweites Platoon habe und auch von anderen Dingen wie den Parachuter oder auch den Weapon Platoons habe ich 3 volle Platoons jeweils, plus auch noch ein bisschen was an Unterstützung, was ebenfalls in den Infanterie Formations gespielt werden kann, sodass ich hier in Zukunft um einiges erweitern kann. Ich werde mich jetzt auf alle Fälle mal daran machen, meine Italiener fertig zu machen, diese 100 Punkte, die ich gerade euch gezeigt habe. Und ansonsten findest du hier auch noch ein Video von Trench Crusade, das ich kürzlich veröffentlicht habe, falls dich dieses Spielsystem vielleicht interessiert, weil es ja doch auch ein Skirmish-Tabletop ist, das gerade auch ziemlich viel Begeisterung anscheinend in der Community hervorruft und mich persönlich auch sehr, sehr interessiert.